Weiter geht's hier beim Heimspiel von Max Verstappen. Großer Preis der Niederlande hier in Zandvoort. Und die Frage ist, ob wir an unseren Erfolg in Belgien anknüpfen können. Es wird leider nicht regnen im Rennen und auch im Qualifying nicht, wie ihr seht. Herrlich strahlender Sonnenschein. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt bei trockenen Bedingungen läuft. Regen ist ja eigentlich so unsere Hilfe, wenn es darum geht, eine gute Platzierung zu erreichen. Aber ich möchte das auch hier bei trockenen Bedingungen schaffen. Das kann ja nicht sein, dass wir immer nur im Regen gut fahren und die Konkurrenz hinter uns lassen. Aber es wird trotzdem sehr, sehr spannend, glaube ich. Ja, Verstappen, wird er seinen Sieg holen zu Hause oder nicht? Auch da will ich natürlich ein Wörtchen mitreden, so fern und so gut es geht. Und wir sind jetzt auch gerade Zweiter. Zandvoort ist halt auch eine Strecke, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. War halt auch komplett neu. Noch vor ein paar Jahren, aber sie lässt sich gut fahren mittlerweile. So, wir sind schon hier im letzten Sektor, letzter Abschnitt. Und dann dürfen wir so unter den ersten 4 oder den ersten 5 landen, wenn wir nicht wieder durchgereicht werden am Ende. Ja, hier noch einmal kurz gedreht und jetzt hier. Das erinnert an Indianapolis. Bisschen zu weit in den Rasen reingekommen. Wir sind 6., 7., jetzt werden wir durchgereicht. 8. Platz, 9. Platz. Ja, schade. Ich wollte unter den ersten 4 landen, unter den ersten 5 und dann gerade am Ende wieder durchgereicht auf Platz 9, aber wir machen das im Rennen wieder wett. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Das war, glaube ich, der eine Schlenker zum Schluss nach rechts, rauf auf den Rasen und dann verlierst du halt die paar Zehntelsekunden. Aber wir sind trotzdem noch gut mit dabei. 9. Platz und von da aus, da kann man auch ein gutes Rennen fahren. Auf geht's. Dann wünsche ich mir wie immer Hals- und Beinbruch. Der Start, der ist immer das ganz, ganz Entscheidende hier bei mir. Auch wie ich mich da durchhangel und durchschlängel durch die ganzen Massen. Bin sehr, sehr gespannt. Vorbei an Sergio Perez eventuell, hinter Piastri. Da reihen wir uns ein. Hier werden wir hoffentlich nicht gedreht. Da gab es wieder eine kleine Kollision. Da kriege ich wahrscheinlich gleich wieder eine Strafe. Ja, da ist er doch. Guck mal, in der ersten Kurve. Das gehört eigentlich schon so mit dazu. Das hat mehr Tradition als manch Fußballclub in der Bundesliga. Aber wir haben uns vorbei an Leclerc geschlichen, an Piastri vorbei und wir sind 5. Mal wieder ein guter Start. Gut, der in Belgien, der war jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Da waren wir ja von Anfang an auf der 1. Da hatten wir aber auch Regen mit dabei, sind auf Intermediates gefahren. Ich will das aber auch hier im Trockenen jetzt hinkriegen. Wir haben ja so ein gutes Auto, wir haben ja so viele Upgrades bekommen, die uns nach vorne hieven müssten eigentlich. Von daher will ich das jetzt ja auch bei trockenen Bedingungen mal hinbekommen. Wir gucken jetzt erstmal, wir schauen, was wird. Was die Boxenstopp-Strategie dann bringt. Wir werden dann auf Mediums weiterfahren. Und jetzt würde ich gerne meinen Teamkollegen schon mal überholen, weil ich bin eigentlich ein bisschen schneller unterwegs. Mit ERS hier. Oh, wieder der Rasen. Nicht, dass mir der Rasen hier noch das Rennen zunichte macht. Oh, Mercedes gegen Mercedes. Jawohl, 1,15 von Norris. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Da kann ich aber nicht rüberziehen. Da muss ich hier bremsen. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Und auf der Innenbahn vorbei und somit sind wir 4. Also, wir haben einen guten Start hingelegt. So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Ist halt immer schwer aus dem Mittelfeld zu starten, aber da kommt es auch immer so ein bisschen auf die Strecke an. Wann die erste Kurve dann beginnt, wie viel Zeit hast du da, um dich da durchzuhangeln? Weil die Platzierungen, die müssen wir ganz am Anfang gut machen. Weil dann im Rennen, wenn sich dann erstmal alles sortiert hat, dann ist es ganz schwer. Weil die Konkurrenz natürlich auch nicht schläft. Ja, Reifenverschleiß auch immer mal drauf gucken. 7% schon vorne links. Da seht ihr halt schon wieder meine aggressive Fahrweise in den ersten 2, 3 Runden. Aber ich muss das so machen, weil ansonsten würde ich keine Plätze gewinnen. Und das ist ja das, was ich möchte, gerade am Anfang. Und vorne Lando Norris in Orange. Verstappen will natürlich für Oranje hier den Sieg holen. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Strecke. Direkt am Meer gelegen. An der See, Nordsee. Verstappen mit einer 1,11. 1,12 bei uns. Verstappen hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Vorne Norris gegen Verstappen. Erster Zweikampf. Norris behält noch den kühlen Kopf. Oder bewahrt den kühlen Kopf und ist vor Verstappen noch. Das heißt für uns, dass wir auch immer näher dran kommen, wenn die sich da behaken. Wäre ganz geil eigentlich.
Der McLaren-Fahrer ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Naja, also wechselt die Position ab und an mal wieder. Und irgendwann muss ich das ja auch mal auszahlen. Ich meine, wir haben mit so viele Upgrades schon gemacht. Wir sammeln hier Ressourcen, Punkte en masse. Wir kriegen jetzt sogar 30% mehr im Training, da wir ja mit der einen Spezialistin, mit dem einen Ingenieur auf Rang 1 sind. Also Level 1, Rang 1, wie immer ihr es auch nennen wollt. Das muss ich ja dann auch mal auszahlen. Wichtig ist auch hier im DRS-Fenster zu bleiben. Das bringt auch immer zusätzlich Geschwindigkeit und wir sind natürlich im DRS-Fenster, Sainz aber auch. Mal gucken, ob wir rankommen. Vorne Verstappen, der zieht jetzt ganz nach innen und wird das, glaube ich, schaffen gegen Lando Norris, oder? Oh, Vorsicht, wieder hier der Rasen. Der hat es mir irgendwie angetan, ich weiß nicht warum. Ja, ich sehe das vorne auch noch nicht entschieden. Also Sainz kommt natürlich jetzt näher ran. Wenn die beiden sich immer wieder vorne versuchen zu überholen und es dann nicht schaffen, dann sind wir vielleicht auch der lachende Dritte. Oder Vierte in dem Fall. Und besonders hier bei dem Abschnitt, da hatte ich früher auch ganz, ganz große Probleme. Aber jetzt mit der Ideallinie, mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache wieder. Mit der Ideallinie läuft es eigentlich. Ja, DRS kriegen wir jetzt hier leider nicht. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren, glaube ich, durch die Fahrt auf den Rasen. Aber vielleicht können wir das mit ERS wieder wettmachen und hier in der zweiten DRS-Zone rankommen. Aber, doch, schaffen wir. Und jetzt Vollgas. Mal gucken, wann Sainz die erste Attacke startet. Aber so weit nach vorne kommt er gar nicht. Verstappen, jetzt ist er vorbei. Ja, da wird sich Norris nicht wehren können. Oder macht das noch? Ne, Verstappen ist, glaube ich, vorbei. Ja, Verstappen ist vorbei auf der 1. Jetzt hat er dann. War eine Frage der Zeit. Und so aber läuft es ganz gut eigentlich. 4. Platz ist okay. Wenn nach vorne hin vielleicht durch den Boxenstopp gleich noch was geht, dann wäre ich auch zufrieden. Rasen heile lassen und so weiter. Und dann lässt sich das, wie gesagt, sehr gut fahren. Ja, und Verstappen wirst du nicht eingeholt bekommen. Da hat Red Bull doch nochmal das etwas schnellere Auto. Ja, aber dann Norris, die sind ja mit uns ungefähr auf einer Höhe, was den Leistungsvergleich oder was die Leistung betrifft. Und besser als Ferrari sind wir eigentlich auch. Muss hier halt gut rauskommen, nicht über den Rasen. Ja, oh, das, was ich gerade gemacht habe, nicht machen. Sonst ist die Bande auch ganz nah. Und dadurch verlieren wir nach vorne Zeit und auch nach hinten. Sein Vordermann hängt sich allmählich ab. Ja, weil ich gerade nicht so fahre, wie ich fahren sollte. Weil ich mehr den Rasen und den Sand mitnehme als alles andere. Ha, den Sand aus Sandford, ne? Versteht ihr den Wortwitz? Da ist ja wieder witzig hier. Jetzt hätte ich wieder einen Clown gefrühstückt. So, aber vorne dranbleiben. 1,1 Sekunden. Das ist nicht viel, aber halt gerade so entscheidend, dass wir nicht im DRS-Fenster drin sind. Aber auch hinten Russell dann kein DRS bekommt. Nee, das wird auch dieses Mal nichts. 1,4 Sekunden. Da verlieren wir leider Zeit hier in Sektor 2. Schade, in die Runde gibt es leider kein DRS für mich. Habe ich mir selber versaut. Bin ich selber schuld. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich so dran bleibe. Und jetzt werde ich wahrscheinlich von meinem Teamkollegen gleich überholt. Oh ja, der kommt angeflogen. Oh, und der Leclerc direkt dahinter. Jetzt entferne ich mich leider von vorne. Jetzt fahre ich auch nicht ideal. Vorne Sainz. Oh mein Gott. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass mir das Rennen hier nicht wegflutscht. Na, dass ich den 4. Platz hier nicht unnötig aus der Hand gebe. Leclerc ist nämlich schon vorbei an Russell. Ja, schon gerade erstmal wieder das ERS. Jetzt, wo ich es gleich am meisten brauche, 2,7 Sekunden schon nach vorne. Das geht dann auch wieder ruckzuck.
Wenn ihr 1, 2 Fehler drin hast, die werden sofort und direkt bestraft. Aber ist ja auch in echt so. Und diese 2, 3 Fehler über den Rasen zu fahren und durch den Sand, das ist dann halt, sind dann halt 1, 2 Fehler zu viel. Und irgendwann kommt dann auch der Reifenverschleiß mit dazu. Wir gucken gerade mal vorne, 29%, ey, das ist halt überragend schlecht. Aber auch dem geschuldet, dass wir halt wieder so fahren, wie wir fahren. Und halt auch wieder auf dem Rasen fahren und den Sand mitnehmen. Von daher ist das nicht wenig überraschend. Oh, Leclerc kommt aber trotzdem wieder. Verstappen ist Zweiter. Ist von Norris gerade überholt worden. Aber auch wir, Achtung, auf der Innenbahn. Oh, nicht gegen Sainz, hallo. Und schon wieder gegen Ferrari. Das ist unfassbar. Oh, jetzt muss ich ein bisschen später bremsen, weil ich wusste nicht, ob er wieder in mich reinfährt oder nicht. Weißt du, das ist immer so der schmale Grat. Ich sehe den roten Pfeil und denke, na komm, bremst da nicht. Aber bei der KI mittlerweile müsste ich mich schon eigentlich daran gewöhnt haben, dass sie nicht bremst. Oder beziehungsweise, dass die stur auf der Ideallinie bleibt. Das kommt dann auch wieder mit dazu. Es sind schon 4 Sekunden nach vorne. Also wie gesagt, Platz 4 ist jetzt hier oberste Priorität, das noch irgendwie wenigstens bis in die Boxengasse zu verteidigen. Und dann werden ja vielleicht die Würfel, wie sagt man, neu gezählt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Es wird auf jeden Fall irgendwas neu gezählt. Was es ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß ich es wieder nach der Aufnahme, aber jetzt so mitten in der Aufnahme weiß ich es immer nicht. So. Und gib Gas, hopp. Das Sparen mit ERS müssen wir verschieben auf die Boxengasse. Verstappen ist wieder vorne, Leclerc kommt. Box, wir kommen diese Runde rein. Alright, Achtung, Leclerc wieder in. Nein, Vorsicht. Mach hier keinen Scheiß, mein Freund. Und ich bin wieder zwischen 2 Ferraris. Das geht nicht gut. Das ist in Spanien schon nicht gut gegangen. Das hat in Kanada für Ausfälle gesorgt, für einen Restart. In Silverstone, da war dann auch Sainz mit dabei, glaube ich. Da hat sich Russell zwar vorher gedreht, aber Sainz ist dann nochmal in ihn reingefahren. Deswegen hat er 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Und hier jetzt bei uns gegen Leclerc. Wahrscheinlich gehen die auch mit uns rein. Würde ich jetzt mal behaupten, Russell geht da eine Runde später rein. So, jetzt nochmal alles ERS hier aufbrauchen. Das muss dann in der Boxengasse aufgeladen werden. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Guck mal, vorne die 3. Sieht gut aus, ne? Blau, orange, rot. Mal gucken, ob einer von denen reingeht. Es gehen Verstappen und Norris gehen rein, oder? Ja, und Sainz bleibt draußen, Leclerc geht rein. Zuallererst. So, jetzt komm. Schneller Boxenstopp. Okay, lasst bitte alles gut gehen. Aber hör zu, mach dir keine Sorgen. Behalt euch, hopp, hopp, hopp. Wir müssen schneller. Nein, jetzt gibt's wieder vorne Rechtsprobleme. Oh, das ist unfassbar. 4,5 Sekunden. Jetzt sind wir hinter Leclerc. Und das sind die 2 Sekunden, die halt einfach fehlen. Ich verstehe das nicht. Ich würde die einmal komplett alle auswechseln. Das ist so fatal. Ey, die 2 Sekunden, die fehlen uns jetzt. Es gab wohl ein Problem beim Abnehmen des rechten Vorderrads. Wir müssen darüber hinwegkommen und stark abschließen. Ja, genau. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ich meine, da kann ich noch so gut fahren, wenn mein Team halt immer wieder diese Fehler hier mit reinbaut. Da kann ich dann auch nichts machen. Da hätte ich auch 10 Sekunden Vorsprung haben können und der Fehler wäre da gewesen. Ich meine, warum? Ich verstehe das nicht. Gut, war vielleicht auch ein Praktikant, der da mal reingeschnuppert hat. So muss er das auch mal sehen. Vielleicht. Er muss ja auch seine Erfahrungen machen. So, und wie soll er es denn anders machen? So, jetzt ist Russell drinne. George kommt in die Boxengasse. Da wird wahrscheinlich wieder nichts sein. Der wird das wieder 1A hinkriegen in 2,5 Sekunden. Der wird dann auch gleich vor mir sein. Das entscheidet sich jetzt auf Start und Ziel. Ganz viele Fahrer drinne. Da kommt nämlich George Russell, der ist wieder raus, aber das müssen wir trotzdem noch schaffen. Hoffentlich. Jetzt gucken wir mal, da kommt Russell raus und wir sind ganz knapp vor Russell raus. Hinter Leclerc, also leider eine Position verloren. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Versuchen wir den ERS-Modus in der MFA zu ändern, um eine konservativere Verbrennungsrate zu erreichen.
Oder du könntest vom Gas gehen oder leicht abbremsen, um es wieder aufzuladen. Ja, oder ihr könntet einfach mal ein bisschen mehr dran arbeiten. Und erstmal dafür sorgen, dass die Reifen auch schnell getauscht werden. Weißt du, immer hier fordern, aber selber bauen sie immer so einen Bockmist. Ja, schade. Also jetzt geht's, wie gesagt, um Platz 4. Das ging es vorher auch. Jetzt müssen wir den aber zurückholen und nicht verteidigen. Vielleicht liegt uns das ja mehr. Da wir ja auch da ein DRS bekommen. Vielleicht liegt uns das dann einfach mehr. Wir müssen aber jetzt auch dementsprechend mal hier fahren. Und auch dranbleiben. Dann schaffen wir das vielleicht auf Start und Ziel. So, den Curb hier nicht so intensiv mitnehmen. So, und jetzt. Nächster Versuch, nächster Angriff. Wird gestartet. Wir kriegen es aber nicht hin. Mit DRS, mit Windschatten, ERS. Ihr seht, wir kommen vorne einfach nicht ran. Sainz ist auf harten Reifen unterwegs. Aber wir sind dran. 0,3, 0,2. Das müssen wir jetzt halten. Und dann ist es, glaube ich, in der nächsten Runde so weit, dass wir sogar an Leclerc vorbeiziehen könnten auf Start und Ziel. Schade, es hat auch wieder so gut angefangen und der Boxenstopp, wie gesagt, der ist halt so entscheidend. Seht ihr ja, das sind 2 Sekunden, die uns wieder fehlen. Ja, um Platz 4 hier zu verteidigen. Russell wird natürlich auch weiter Druck machen, das ist klar. So, aber wir kriegen DRS, wir bleiben auch vorne dran, aber hier verlieren wir immer Zeit. Also Sektor 2 ist jetzt nicht so ganz mein Freund hier. Da hat die KI wieder so einen wahnsinnigen Vorteil, aber jetzt. 0,6, 0,7, jetzt sind wir nah genug dran. Jetzt könnten wir es eventuell, ja gut, wir werden es nicht ganz schaffen, wir werden aber nah rankommen. Aber ganz vorbeischaffen werden wir es nicht. 0,62, wir kommen ja auch nicht näher ran. Das kannst du vergessen. Da frage ich mich wieder, woran hat es hier liegen? Da bin ich wieder bei diesem scheiß Leistungsvergleich. Echt, da brauchst du mir auch keinen Leistungsvergleich hier vorlegen. Okay, hör zu. Leclerc liegt vor dir. Sie halten uns jetzt auf, also versuchen wir so schnell wie möglich vorbeizukommen und unser Rennen fortzusetzen. Ja, diese Vorgabe hätten wir uns auch sparen können, wenn ihr einfach in der Boxengasse euren Job gemacht hättet. Aber ich versuche alles. Wie gesagt, ich drücke wieder die Gas-Taste, die RT-Taste durch, bis ihr auf der anderen Seite des Controllers rauskommt quasi. So intensiv wird er gedrückt. So, und da vorne ist ja auch schon Sainz. Wird der langsamer? Oder hat er Probleme mit seinen harten Reifen? Wir haben auch noch 2 Sekunden auf Sainz. Der scheint damit irgendwie auch nicht ganz so zurechtzukommen. Ja, oder er kriegt einfach kein DRS. Deswegen wird er ja auch langsamer, oder beziehungsweise ist nicht so schnell unterwegs. Oh, Vorsicht. Jetzt kommt Leclerc natürlich auch nochmal ran. Jetzt kriegt er auch DRS. Das ist natürlich bitter. Russell hinten, den können wir auch erstmal auf Abstand halten, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch 4 Runden. Na, was ist vorne mit Sainz? Das sieht mir nicht so gesund aus, was der da macht. Ich glaube, Leclerc überholt den noch. Ist noch genug Zeit und irgendwie scheint er vorne Probleme zu haben. Vorne hält Lando Norris immer noch die 1. Respektabel vor Verstappen. Die haben auch ein sehr, sehr schnelles Upgrade oder ein schnelles Auto, schnelles Setup. Wir verlieren jetzt vorne Zeit. 1,2 Sekunden. Ja, und Leclerc ist dann an Sainz vorbei. Der wird ihn jetzt überholen auf Start und Ziel. Tja, die harten Reifen, ne? Wahrscheinlich. Und vielleicht haben wir ja auch noch Chancen, Sainz dann zu überholen. Dann wären wir vielleicht doch noch Vierter. Aber erstmal müssen wir hier dranbleiben und uns Russell vom Halse halten. Vorne jetzt der Angriff. Bei uns kommt jetzt wahrscheinlich Russell gleich. Ja, da ist der Angriff von Leclerc gegen Sainz. Aber er kommt nicht vorbei. Und Russell kommt bei uns auch nicht vorbei. Also 2 interne Kämpfe jetzt hier um Platz 3 und Platz 5. Aber wie gesagt, Leclerc holt ihn sich jetzt. Auf der nächsten Startzielgerade ist Leclerc dann vorbei auf dem Podium. Wir werden ihn leider nicht überholen können.
Wenn wir dann am Ende Fünfter wären oder meinetwegen auch Sechster, dann ist es trotzdem immer noch ein gutes Rennen, aber wie es halt gelaufen ist, ist dann wieder unglücklich. Du bist eigentlich Vierter, dann kommt der Boxenstopp, dann bekommen sie den Reifen irgendwie nicht ab, warum auch immer. Dann ist Leclerc vor dir und dann ist es auch eigentlich vorbei. Und die Frage, ob er jetzt Sainz überholt bekommt, das steht auch immer noch in den Sternen, aber eigentlich, wenn der jetzt schon so langsam fährt, das müssen wir schaffen. Aber wahrscheinlich ist Sainz dann ausgerechnet die Sekunde schneller und wird uns auch nicht vorbeilassen. Wir schaffen es nicht, ne. Wir schaffen es einfach vorne nicht rein. Jetzt ist Leclerc vorbei an Sainz. Russell kommt. Wir haben nicht ganz das erreicht, was wir wollten, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Naja, Leclerc an Sainz ist noch nicht ganz vorbei. Oh, die kämpfen da. Beide miteinander. Haut euch doch mal raus. Habt ihr doch schon lange nicht mehr gemacht. So, jetzt aber. Jetzt ist Leclerc vorbei an Sainz. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne nachziehen und Platz 4 behalten. Oder Platz 4 wieder zurückerobern. Wir haben noch 2 Runden Zeit. Die Chance ist da. Also Sainz, wie gesagt, der ist mit den harten Reifen. Das war wohl kompletter Käse, was sie da gemacht haben bei ihm. So, DRS kriegen wir. Sainz natürlich auch, aber das wird nicht reichen. Leclerc ist, glaube ich, schneller mit den Mediums. So, jetzt die Frage bei uns, ob wir es schaffen. Wir kriegen auf jeden Fall DRS. Aber Sainz auch, Russell auch. Hier, die Kurve, das hat mir ganz oft auch in diesem Rennen das so ein bisschen zunichte gemacht. Und die Chance vertan, dass ich vorne dran bleibe. So, jetzt. Das werden wir nicht schaffen. Wenn Sainz DRS bekommt, das bringt uns nichts. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass die beiden sich nochmal bekriegen, dass wir vielleicht dann irgendwo noch reinpreschen können. Das wäre jetzt noch die andere Möglichkeit und hoffen, wie ich habe. Oder wir müssen halt auf Start und Ziel das hinkriegen. Ansonsten haben wir hier leider keine Chance mehr auf Platz 4. Dann wird es am Ende ein 5. Platz oder auch ein 6. Platz. Ja, Sergio Perez ist ja weit genug weg. 2,4 Sekunden. Aber das hat mich so ein bisschen geärgert trotzdem. Dass wir das leider nicht geschafft haben. Aber vielleicht der Ende gut, alles gut. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch irgendwie. Leclerc wird das aber halten. Platz 3. Warum auch immer er auf hart gewechselt ist. So, jetzt ist die Chance da. Ja, kurz gedreht, schon mal angeklopft. Und jetzt gehen wir vorbei. So, einen guten Exit brauche ich hier. Sehr, sehr gut. Und jetzt top. Mit ERS, DRS vorbei an Sainz. Das wäre mein Traum jetzt vor der letzten Runde hier in Zandvoort. Platz 5 oder 4. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Was wird's am Ende? Achtung. Oh, hier reingeprescht. Das war die Lücke. Das war die Chance, die ich nutzen musste. Und die habe ich genutzt. Und da war auch genug Platz da. Alles gut. Ein bisschen riskanter, aber gut. So Überholmanöver gehören halt auch mit dazu. Leclerc, der wird Dritter bleiben. Aber wichtig war mir Platz 4. Ja, dass ich vor Russell auf jeden Fall das Rennen beende. Das ist auch, glaube ich, eine Vorgabe, die ich haben muss. Gut, und Leclerc vorne, wie gesagt, den werde ich nicht mehr kriegen. Sainz muss jetzt nochmal ein paar Meter stillhalten. Und dann ist es doch am Ende noch ein gutes Rennen geworden. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn wir auch als Vierter rausgekommen wären. Vor Leclerc, vielleicht wären wir dann Dritter gewesen, weil Sainz ist ja, wie gesagt, langsamer geworden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir biegen ein auf die letzten Meter hier in Zandvoort. Und Verstappen gewinnt sein Heimcompris. Der hat Norris doch noch überholt. Dann dahinter also Leclerc und wir werden hier aller Voraussicht nach Vierter werden. Ja, Leclerc holen wir nicht mehr ein. Also es war trotzdem ein super Rennen, hat Spaß gemacht. Und mit Platz 4 von Platz 9 gestartet. Damit muss man dann am Ende des Tages zufrieden sein, auch mit Voice Crack, und das bin ich 100%ig. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Ein weiterer Sieg und eine meisterhafte Leistung von Max Verstappen.
Und das ist der Sieg auf der Heimstrecke. Ein toller Ort, um das zu schaffen. Die Fans sind begeistert. Das war eine tolle Leistung das ganze Wochenende. Die Fans haben bekommen, was sie erwartet haben. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Gut, Verstappen vorne wie immer, der fährt in seiner eigenen Liga, den kannst du einfach nicht stoppen. Also wenn nicht gerade hier der Regen auf der Strecke einsetzt, dann hast du eigentlich keine Chance. Dann Lando Norris, dann sind wir trotzdem, obwohl wir in der Boxengasse, guck mal, das sind 2 Sekunden gewesen, da wären wir vielleicht auch Dritter gewesen, keine Ahnung, je nachdem wie das dann mit Leclerc verlaufen wäre. Ausgeschieden ist, glaube ich, niemand, ne? Wer hat hier viele Plätze verloren? Ne, Alonso hat viele Plätze gewonnen. Piastri hat schon wieder ein bisschen reingechoked, von 6 auf 9. Also der scheint auch nicht so die beste Strategie gewählt zu haben. Ricciardo hat auch ein bisschen verloren. Hinten dann die altbekannten. Naja, aber wenn wir auf die Rangliste gucken, wir sind jetzt Dritter. Wir haben Sergio Perez überholt und Fernando Alonso. Das ist natürlich Spitzenklasse. Also an Verstappen kommst du eh nicht ran, aber dann dahinter mit Lando Norris, Zweiter, Dritter, das ist super. Aber es sind nur wenige Punkte Abstand, das heißt, auch da wird es noch ab und an mal einen Wechsel geben, aber ein guter 4. Platz in Zandvoort, den unterschreibt man auf jeden Fall. Auch die Rivalität gegen Sergio Perez, der dann mit dem Kopfschüttel Gewinn war. 170 haben wir, 166 Sergio Perez, aber da kann ja noch so viel passieren, wir haben noch so viel Rennen. Da werden sich die Platzierungen ab und an auch nochmal verändern. Das ist auch mal ganz schön, wenn wir da viele Punkte kriegen. Also wir stehen kurz vor einer 73, da haben wir jetzt auch 44, 56, also wir kommen der Gleichberechtigung immer näher. 50-50. Hier die Analysten, da haben wir jetzt mittlerweile auch Rang 1 erreicht bei der Qualitätssicherung. Das hatten wir aber auch, glaube ich, schon nach dem letzten Rennen. Aber es läuft gut, es läuft super, Stück für Stück. Bauen wir unser Auto vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger für Weltmeistertitel, die wir dann vielleicht nächstes Jahr angreifen könnten, wenn ihr denn noch eine zweite Saison wollt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal am Ende der Saison eine kleine Umfrage zu machen, ob ihr noch eine zweite Saison wollt oder nicht. Weil wir müssen ja auch erstens die Zeit bis ihr FC 25 so ein bisschen überbrücken. Das ist die perfekte Gelegenheit, ich habe eine neue Rivalität, ja. Warum du in diesen Sport gehörst. Und mir zu zeigen, warum du zu meiner sehr exklusiven Kundschaft gehörst. Ja, natürlich. Kleiner Scherz. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Okay. Es sind immer dieselben Sätze, die ich sage. Dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen sind, sodass wir müssten bei der Chassis mal so ein bisschen Gas geben. Da sind wir nicht ganz so gut. Da würde ich... Ah, nee. Jetzt haben wir hier erstmal umgestaltete Brennkammer. Eine Verbesserung erhöht Druck und Temperatur im Inneren der Brennkammer, wodurch die Treibstoffverbrennung effizienter abläuft. 10% Fehlschlagsrate nur. Haben wir ja durch unsere gute Beziehung zu unseren Experten. Ja, genau. Deswegen haben wir dann eine niedrige Fehlschlagsrate. So, jetzt schaue ich hier gerade nochmal. Sind wir nach wie vor Dritter. Sauber. Also das verstehe ich nicht. Sauber ist auf dem 2. Platz beim Antrieb und Haas ist hinter uns und die fahren trotzdem immer hinten. Verstehe ich nicht. Naja, dafür aber bei der Strapazierfähigkeit sind wir immer noch auf der 1. Da ist Haas auch oben mit dabei. Da ist Red Bull Vorletzter. Also und McLaren ist Drittletzter. Verstehe einen da die Fahrer. Da ist sogar Aston Martin auf der 1. Haas ist Vorletzter. Wir sind genau in der Mitte. Wenn wir dann das Upgrade haben, sind wir ungefähr auf der gleichen Höhe wie Aston Martin. Und bei der Aerodynamik sind wir weiterhin auf A3. Also wir sind gut eigentlich, ja. Wir stehen auch da, wo wir stehen, zurecht immer, wenn wir dann die Rennen beenden. Jetzt haben wir Autodromo Monza. Auch einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Da kann man auch Highspeed geben. 350, 360 km/h fast. Schauen wir mal. Schließe während eines Rennwochenendes 5 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorkomponenten ab. Oder schließe das Wochenende mit höchstens 3 Kollisionen mit anderen Autos ab. Das machen wir mal. Ich hoffe, dass ich überhaupt gar keine Kollision habe.
Schließe im Qualifying besser ab als das andere Teammitglied. Erreiche im Qualifying eine Position von 5 oder besser. Boah, ja, wenn ich Sektor 3 nicht wieder verhaue, dann würde ich das schaffen. Besser als Russell wäre natürlich auch eine Option, aber ich setze mir mal das Ziel, warum nicht? Schließe 12 Runden ab. Ja, das sollten wir auch irgendwie hinkriegen mit Training und Qualifying. Und verbringe während eines Rennwochenendes mehr als 50 Sekunden im 5. Gang. Ja, insgesamt sollten wir hinkriegen, ne? 50 Sekunden. Das ist ja, glaube ich, nicht so schwer. So, gehen wir rein ins Rennwochenende, schauen nochmal auf das Wetter. Wenn es da wieder auch gutes Wetter gibt, dann ist eigentlich auch eine gute Platzierung nicht weit. Ja, außer es regnet, dann haben wir wahrscheinlich wieder bessere Karten, weil wir ganz anders fahren als die anderen. Aber ich denke mal und ich hoffe, dass es... Super. Ja, okay, super. Okay, super, weil es nicht regnet oder okay, super, weil es regnet? Jeff, was ist dein Problem? Nein, natürlich nicht. Es hätte mich auch gewundert, wenn es hier dann zum Rennen geregnet hätte. Also wieder beste Bedingungen. Ihr seht, alle Upgrades hier abgeschlossen. Wir nehmen, ja, einen sehr, sehr, sehr guten Lauf gerade. Also nach Silverstone geht die Entwicklung stetig nach oben, sind ganz knapp hinter McLaren, vorne Red Bull. Oh, hier kommen schon mal die Nachrichten. Neue Reglements im nächsten Jahr. Um es kurz zu machen, im nächsten Jahr kommen Reglementänderungen auf uns zu. Und obwohl wir glauben, dass mehrere Abteilungen betroffen sein werden, sind wir uns nicht sicher, welche das im Einzelnen sind. Seid also vorsichtig, wenn ihr Upgrades investiert. Da die Gefahr besteht, okay, dass die da nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein werden. Also müssen wir jetzt schon mal gucken für nächste Saison, was können wir behalten und was nicht. Welche Sachen müssen wir saven. Müssen wir hier wieder irgendwie upgraden? Ich glaube, das ist noch soweit okay, ne? Getriebe. Ja, da haben wir schon 147 Stufen. Wir können ja mal da, wo wir upgraden können, ohne Strafe, machen wir mal. Auf die 4, Stufe 4. Verbrennungsmotor Stufe 4. Vielleicht sind wir dann wieder ein bisschen schneller unterwegs. Und ich hoffe auf einen Sieg in Monza. Ich gehe immer mit der Einstellung rein, dass ich gewinnen will. Wird natürlich aber schwer, weil wir haben unter anderem Verstappen ganz vorne. Aber gut, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Rennen.